Auf der Kroll Ranch in Aldingen steht das Pferd im Mittelpunkt. Auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb wurde in den letzten Jahrzehnten eine über 35 Hektar große Pferdepension geschaffen. Die Stärken der Kroll Ranch sind die flexiblen Haltungssysteme und die Anpassung an die individuellen Bedürfnisse für die Pferde und deren Begleiter. Der Hof selbst blickt schon auf eine längere Geschichte zurück. Also ich selber bin reingewachsen. Der Betrieb war von meinen Großeltern schon gebaut und von meinem Vater fortgeführt. Und mittlerweile bin auch ich im Betrieb mit drin. Und wir sind die letzten 20 Jahre eigentlich mit den Pferden einfach immer größer geworden, immer mehr Gebäude ausgebaut zu Pferdeställen. Und so kam es jetzt, dass heute 50 Pferde sind. Den Pferden hier wird so einiges geboten. Das Wohl der Tiere steht im Mittelpunkt der Kroll Ranch in Aldingen. Inmitten von Wäldern und Wiesen gelegen, ist es der ideale Ort für Ausritte in die Umgebung oder auf dem großen Reitplatz der Ranch selbst. Und 50 Pferde produzieren jede Menge Mist. Pro Tag sind das durchschnittlich 2,5 Tonnen. Und der ist, da ist sich Steffen Kroll sicher, zu wertvoll, um nur entsorgt zu werden. Also tatsächlich waren wir längers auf der Suche, was wir noch machen könnten mit unserem Betrieb, da wir immer gewollt sind, das Bestehende irgendwie zu nutzen. Und dann kam halt irgendwann die Idee, ja, wir haben sehr viel Pferdemist und dass wir mit dem irgendwas machen möchten. Also entweder gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was man mit dem Mist alles tun kann, außer ihn jetzt natürlich auf die Felder zu fahren. Und dann hat man halt einfach rumgesucht, welche Möglichkeiten gäbe es denn, was könnte man aus dem Mist machen. Also ich sage mal, Pferdemist ist ja von jeher bekannt als sehr guter Dünger, gerade zum Beispiel für Rosen oder im Garten, auch für Kürbisse. Dadurch war eigentlich schon das bekannt, dass Pferdemist ist ja ein guter Dünger. Und deswegen war das dann alles auch rund nachher, wo man gesagt hat, okay, wir trocknen den Mist, pelletieren den und verkaufen den dann getrocknet. So hat man einfach keine Geruchsbelastung mehr, man kann ihn gut lagern, man kann ihn für alles einsetzen. Und so war dann eigentlich recht schnell die Brücke geschlagen, dass man daraus einen Dünger macht. Und dann sind wir schließlich auf der Website eigentlich von EcoCraft gelandet. Und ich habe mir das Ganze mal durchgelesen und dann weiter informiert darüber. Und dann wurde eben der Beschluss gefasst, dass das als die beste Möglichkeit in Betracht gezogen wurde. Und somit sind wir dann mit EcoCraft ins Gespräch gekommen und haben schließlich dann auch uns für die Pelletieranlage entschieden. Nachhaltigkeit spielt auf der Kroll Ranch eine sehr große Rolle. Und mit dieser Pelletieranlage von EcoCraft wird der Pferdemist zu wertvollem Dünger verarbeitet. Die Düngerpellets konfektioniert Steffen Kroll ebenfalls auf einer EcoCraft-Anlage in verschiedenen Größen. Wir haben die 2,75 Kilo Verpackung in einer Graspapiertüte. Wir haben die Kartons mit 3,5 Kilo oder größere Säcke mit 20 Kilo. Verkauft werden die Düngerpellets in verschiedenen Märkten in der Region. Zu Pellets verarbeitet wird hier aber nicht nur der getrocknete Pferdemist. Stroh ist der Ausgangsstoff für die zweite Produktschiene, die Steffen Kroll hier auf der Anlage fährt. Die Strohpellets dienen wiederum den Pferden auf der Kroll Ranch als zu 100% natürliche Einstreu. Also im Gegensatz zu anderen Einstreu hat es eben einmal die sehr hohe Saugkraft. Also es kann das Vierfache vom Eigengewicht an Flüssigkeit aufsaugen. Heißt, es bindet auch den Ammoniak sehr gut. Und im Stall hat man einfach die Belastung nicht von dem Ammoniak. Zudem ist es auch sehr staubarm. Da es beim Pelletieren davor schon entstaubt wird, ist einfach auch die Staubbelastung sehr niedrig, was dann auch wieder hilft eben für die Lunge oder fürs Klima im Stall. Zudem bieten diese Einstreupellets weitere Vorteile. Man kann jetzt sagen, ich habe vorher 2 Schubkarren gebraucht, wenn ich loses, normales Stroh habe und brauche halt nur noch eine Schubkarre, wenn ich jetzt Strohpellets habe. Vor allem werden die Strohpellets in den eigenen Ställen mit den Pferden verwendet. Die Einsatzgebiete und auch Vorteile sind bei dieser Art von Einstreu aber breit gefächert. Tatsächlich ist ja so, das Einstreu, wo wir nutzen, können wir 1:1, kann man das auch verkaufen, beziehungsweise für sämtliche andere Tierarten nutzen. Also man könnte auch für Hühner, für
Enten, für Hasen oder zum Beispiel auch bei Katzen kann man es nutzen. Also es gibt eigentlich ein sehr, sehr breites Einsatzspektrum von Strohpellets. Und die haben natürlich auch diverse Vorteile, gerade im Heimbereich. Man kann die einfach auf den Kompost werfen oder in die Biotonne. Es ist kein spezieller Müll, sondern es ist einfach biologisch abbaubar und natürlich dementsprechend auch nachhaltiger wie andere Einstreusorten. Derzeit betreibt Steffen Kroll die Anlage gleichermaßen für die Dünger- und die Einstreupellets. Für die Zukunft sind auch Lohnpelletierungen geplant. Wir haben schon verschiedene Versuche gemacht mit einmal Holzspänen, also Hobelspäne, wo wir dann pelletiert haben. Und jetzt das nächste wird jetzt für einen potenziellen Kunden, werden wir Sägespäne auch noch pelletieren. So haben am Ende alle etwas davon. Den Pferden geht es gut, der Arbeitsaufwand in den Ställen wird erleichtert und durch die Pflanzenpower mit Zeolit werden die Pflanzen gleichmäßig mit wichtigen Mineralien versorgt.